Was zeichnet einen legendären Skatespot aus? Seine Geschichte, heftige Baits und krasse Tricks, sein Schwierigkeitslevel oder Skater, die durch ihn zu Legenden wurden? Dieser Spot hatte auf jeden Fall alles. Die Sunset Car Wash Bank. Dieser Spot ist eine Autowaschanlage, die 1972 direkt am Sunset Boulevard in Los Angeles gebaut wurde. Bereits in den 80ern wurde die Bank von Skatern benutzt, um dran zu carven. Aber erst 1996 waren es dann John Cardiel und Mark Gonzalez, die gezeigt haben, dass dieser Spot mehr als nur eine steile Bank ist, sondern einer der heftigsten Spots in der Geschichte des Skateboardens. Sie kamen auf die Idee, vom Dach der Waschanlage in die Bank reinzuspringen. And that's the story of the Sunset Car Wash is one of the greatest stories to me, because they were driving through LA on Sunset, drinking beers in the van with Mark, and Mark just said, I've always thought about going off the roof into the bank. And John's like, I'm in right now. Cardiel versuchte daraufhin einen Early Grab und schaffte diesen auch. Gonz wollte das nachmachen und verlor dabei eine Augenbraue. Zu sehen ist das Ganze in dem Anti-Hero-Video Cow aus dem Jahr 1998. Das Foto von Cardiels Early Grab wurde außerdem für eine Spitfire-Werbung benutzt. Die nächsten Jahre wurde es wieder ruhig um diesen Spot. Zum einen hat der Slam von Gonz sicherlich einige davon abgeschreckt, sich an diesem Spot auszuprobieren, und die davon nicht beeindruckt waren, waren es spätestens, wenn sie direkt vor der Carwash Bank standen. Allein die steile Bank ist über 3 Meter hoch und dazu kommt noch der Drop, wenn man vom Dach springt. Des Weiteren kommen noch einige weitere Faktoren, wegen denen der Spot nur von etwas mehr als einer Handvoll Skatern herausgefordert wurde. Erstens die Tageszeit. Während der Öffnungszeiten der Waschanlage war es nicht möglich, dort zu skaten. Man wurde sofort verjagt. You have to go there at 6 in the morning, usually. Zweitens das Dach. Man musste eine Holzplatte mitbringen, damit man auf dem Dach anfahren konnte, da dies der Belag sonst nicht zuließ. Drittens der Verkehr. Da der Spot direkt an einer vielbefahrenen Straße liegt, musste man auf den Verkehr und die Ampelschaltung achten. Alex Midler erklärt es in diesem Interview. And then once you finally have that all finished, you have to time the street light, because there's like a crosswalk that gives you like 25 seconds. So you really only get to you have a 30-second window. Viertens die Landung. Zum einen ist die Bank extrem steil und rutschig. Das heißt, man muss perfekt landen. The problem is when you go to commit, you lean forward, and if it sticks, you're going straight to your face, unless your arms are strong enough, which mine aren't. Or if you don't commit, you're slipping back every fucking time. So it's just mainly because it's so steep and so high into it. You just had to get that one beautiful lucky one. That's it. Außerdem ist der Übergang von der Bank auf den Bürgersteig abrupt und muss eventuell noch mit einer Paste nachgebessert werden. Right where the bank meets the sidewalk, there's a crack. It had dirt and shit. Fünftens Polizei. Da der Spot direkt an einer Hauptstraße liegt, ist die Polizei auch direkt vor Ort, wenn sich jemand beschwert. Is it okay if I get one more, please? We can't have you go up one more, man. I'm being serious. I understand. I don't skateboard personally where you're just jumping off here. It's a big jump, man, but if you get hit by a car, it falls on me and then I get fired. You understand? I'm not saying come back at another time, but at least today you can't be up there again, okay? Aufgrund dieser Faktoren dauerte es bis zum Jahr 2003, als Jim Greco einen Ollie vom Dach in die Bank machte. Zu sehen in Baker 3. Er landete mit dem Ollie außerdem auf dem Cover der Trans World. Nur einen Monat später machte ein recht unbekannter Skater, Daniel Pee Wee Moncrief, der für Dogtown fuhr, ebenfalls einen Ollie vom Dach. Ein Foto davon war eine Ausgabe später ebenfalls in der Trans World zu sehen, sowie in seinem Videopart von Creeper Trucks. Danach wurde es wieder still um diesen Spot. Für ganze 11 Jahre. 2014 machte Tyler Squints Eimel einen Boneless vom Dach für seinen Part im Redirect-Video. Weiter ging es dann 2015, als es ein kleines Battle zwischen Milton Martinez und Dustin Dorlin gab, wer den ersten Kickflip steht für ihren jeweiligen Part im Welcome-Video Holy Stokes. Martinez brach sich bei einem Ollie-Versuch das Fußgelenk. And I don't know, the second or third Ollie that I tried, I broke my feet super bad. Oh, I broke my foot. And that was the end of the video part. Und Dorlin, der hatte bei 2 Sessions am Car Wash Gap auch keinen Erfolg und hat es dann aufgegeben. It was something that I really thought I needed in my life, and it fucking tortured me for a long time. A lot of people have been like, you could kickflip, if anyone can do it, you can do it, but obviously I couldn't.
The reason it's iconic is because it's like probably one of the scariest things in Hollywood to fuck with. 2017 wurde die Bank mit Holzplatten umzäunt und niemand wusste wieso und was nun mit dem Spot passieren wird. Der Grund war höchstwahrscheinlich, um Leute daran zu hindern, sich darunter zu schmeißen, aber who knows. Ende 2017 wurden die Holzplatten wieder entfernt und ab 2019 ging es dann Schlag auf Schlag weiter. Zuerst kam Milton Martinez noch stärker nach seinem Fußgelenkbruch zurück und schaffte den Kickflip. Kurze Zeit zuvor verstarb Jake Phelps und als Ehrung wurde ein Graffiti mit seinem Namen an die Bank des Sunset Car Wash gesprüht. Just to check Jake Phelps' tag. And I got there, we saw it was like fucking the whole bank. And it was like, fuck, you know, I gotta get out there now. Like, I guess I was like just thinking about Phelps and just go for it. Fuck it, you know, if I break my leg again, it has to be now when it says Jake Phelps on it, you know. So I tried one, it was like super sketchy and I was like, alright, I gotta come back, you know. He wanted to get the kickflip before Jake's name got painted over from the owner, you know. Als er 1,5 Wochen später zurückkam, war der Schriftzug leider nicht mehr da. Den Kickflip machte er trotzdem. Selbst Dustin Dollin war überglücklich, dass endlich jemand einen Kickflip an diesem Spot gemacht hat. Very, very thank you, Milton, for fucking getting that shit done. For me, when he did it, it was like, finally, I can stop thinking about this fucking thing. I can stop going to bars and have people go, oh, when are you gonna try it again? When are you gonna try it again? And believe me, I tried everything for that fucking thing. I tried a good night's sleep, party all night, jump in a pool first thing in the morning, had Dr. Dave come up, work on my back. Like, that failed, that's for fucking sure. And I got served. Mit diesem Kickflip kam Martinez auf das Cover des Fresher Magazine und wurde im selben Jahr zum Skater of the Year gekürt und gewann dazu auch noch den Trick of the Year Award. Also sowas von absolut verdient. 2020 kam der nächste Banger. Alex Midler mit einem Backside 270er Ollie. Und kurz darauf der damals noch 15-jährige Gavin Kish mit einem Halfcap. ...2021 versuchte dann auch Felipe Nunes, der im Alter von 6 Jahren beide Beine bei einem tragischen Unfall verlor, sein Glück mit einem Roll-In. Leider ohne Erfolg, aber holy moly, Respekt. Es schien, dass die Car Wash Bank nun der Hotspot wird, der das Niveau im Streetskaten auf ein neues Level heben wird. Aber es kam alles anders und im Oktober 2021 wurde ein Metallzaun um die Bank herum gebaut, sodass es im Grunde unmöglich geworden ist, das Gap anständig zu skaten. Solange der Zaun dasteht, wird es keine neuen Tricks vom Dach in die Bank geben. Das steht fest. Im August 2022 veranstaltete CCS einen Contest an einem nicht so ganz detailgetreuen Nachbau des Sunset Car Wash und moderiert wurde das Ganze von niemand geringerem als John Cardiel. Auf eine gewisse Art und Weise schließt sich ein Kreis und somit ist einer der heftigsten Skatespots fürs erste Geschichte. Aber ist das so schlimm? Denn nur 5 Minuten davon entfernt befindet sich schon der nächste legendäre Skatespot.